Hallo und herzlich willkommen zum 6. Teil meiner kleinen Serie, in der es um Netzsysteme geht, den Einsatz von Sicherungen und ab dem heutigen 6. Teil auch um den Einsatz von RCDs. Im 5. Teil habe ich mich mit dem unvollkommenen Körperschluss befasst, und zwar beim ausschließlichen Einsatz von Sicherungen. Heute wird es wieder etwas einfacher, denn wir kehren zum vollkommenen Körperschluss zurück, der deutlich einfacher zu beherrschen ist als der unvollkommene Körperschluss. Eine RCD kann neben dem Fehlerschutz, der hier betrachtet wird, aber auch noch als zusätzlicher Schutz eingesetzt werden. Dort werde ich noch ein weiteres Video erstellen, aber auch zum Brandschutz. Wie wir heute sehen werden, wird die RCD beim vollkommenen Körperschluss ihre Stärken noch gar nicht so recht ausspielen können. Das wird erst beim zusätzlichen Schutz der Fall sein. Ich werde in diesem Video zunächst nochmal den vollkommenen Körperschluss erläutern. Anschließend werde ich nochmal erläutern, wie die Anlage sich bei einem vollkommenen Körperschluss zu verhalten hat. Und schließlich werde ich 5 Fälle unterscheiden, bei denen jeweils ein intakter Schutzleiter vorhanden ist, aber nicht in jedem dieser Fälle ist tatsächlich auch schon eine RCD vorhanden. Zunächst gehe ich also nochmal darauf ein, was ein vollkommener Körperschluss ist. Den sehen wir zum Beispiel in diesem Bild. Der Außenleiter ist durch eine Fehlerstelle ohne nennenswerten Übergangswiderstand mit einem Außenleiter verbunden. Wenn ein Betriebsmittel einen Körper besitzt, so heißt das, dass es eine leitfähige, berührbare Oberfläche hat, die im Fehlerfall unter Spannung stehen kann, so wie das in diesem Bild angedeutet ist. Und damit steht die Oberfläche zunächst einmal gegenüber Erde unter einer Spannung von etwa 230 Volt. Das ist zum Beispiel bei einem Waffeleisen der Fall. Nicht der Fall sein kann das zum Beispiel bei einem Föhn, denn der Föhn ist schutzisoliert, wodurch verhindert wird, dass beim Lösen des Außenleiters innerhalb des Gerätes ein leitfähiges Teil, das berührbar ist, unter Spannung stehen kann. Heißt also, selbst wenn der Föhn eine leitfähige Oberfläche hat, so wird diese niemals unter Spannung stehen können. Die Betriebsmittel, bei denen dieser Fall auftreten kann, dass leitfähige Teile gegenüber Erde unter Spannung stehen können, benötigen unbedingt einen Schutzleiteranschluss, der ist hier noch nicht eingezeichnet, und gehören zur Schutzklasse 1 und werden durch dieses Zeichen gekennzeichnet. Geräte, bei denen der Hersteller durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung dafür sorgt, dass berührbare leitfähige Teile gegenüber Erde nicht unter Spannung stehen können, gehören zur Schutzklasse 2. Die heißt heute doppelte oder verstärkte Isolierung. Früher hieß sie Schutzisolierung. Wir sehen hier das entsprechende Zeichen zur Kennzeichnung solcher Betriebsmittel. Tritt der vollkommene Körperschluss auf, so ist es vorgeschrieben, dass die Anlage, sofern es sich um eine TNCS-Anlage handelt, innerhalb von 0,4 Sekunden entweder durch Sicherung oder durch eine RCD abgeschaltet wird. Für TT-Systeme beträgt die Abschaltzeit 0,2 Sekunden. In modernen Anlagen, und damit meine ich Anlagen, die nach 2007 erstellt wurden, wird der Einsatz von RCDs sehr weitgehend vorgeschrieben und nur in Ausnahmefällen darf die Abschaltung im Fehlerfall durch Sicherung gewährleistet werden. Vor 2007 war es gerade andersherum, da war der Einsatz der RCD der Ausnahmefall. Allerdings ein Ausnahmefall, der sehr häufig vorgekommen ist, denn zum Beispiel mussten in dem Zeitraum vor 2007 Badezimmer und Außensteckdosen immer schon mit einer RCD geschützt werden. Stromkreise in Wohnzimmern, zum Beispiel für die Versorgung von Fernsehern, mussten damals aber noch nicht durch eine RCD geschützt werden. In der Praxis ist es so, dass auch in älteren Anlagen die TT-Systeme fast alle vollständig mit einer RCD geschützt sind. TNCS-Systeme hingegen sind häufig in alten Anlagen nur in den Ausnahmefällen mit einer RCD geschützt. Nach 2007 allerdings ist auch die Anlage mit TNCS-Systemen weitgehend durch RCDs geschützt. Nur in sehr alten Anlagen wird die Abschaltung innerhalb der geforderten Abschaltzeiten durch Sicherung realisiert, ausschließlich durch Sicherung. Wie bereits gesagt, werde ich in diesem Video 5 Fälle betrachten. In allen Fällen ist ein intakter Schutzleiter vorhanden. Im ersten Fall werde ich einen vollkommenen Körperschluss ohne den Einsatz einer RCD besprechen, da dadurch klarer wird, welche Aufgabe die RCD schließlich übernimmt, wenn sie denn dann doch eingesetzt wird. Im Fall 2 werde ich eine fehlerfreie Anlage mit RCD betrachten und an dem Beispiel erläutern, wie die Funktionsweise der RCD ist. Natürlich soll die RCD nicht schalten, wenn die Anlage fehlerfrei ist.
Im Fall 3 betrachte ich den Fall eines Kurzschlusses oder einer Überlastung unter dem Einsatz einer RCD und werde dort erläutern, warum die RCD in diesem Fall nicht schalten kann. Im Fall 4 und im Fall 5 werde ich schließlich die vollkommenen Körperschlüsse betrachten, und zwar unter dem Einsatz einer RCD. Das sind damit die beiden Fälle, die der Überschrift dieses Videos entsprechen. In einem Fall wird kein Mensch den Körper berühren, in dem anderen Fall gehe ich davon aus, dass ein Mensch den Körper berührt. In beiden Fällen muss dann die RCD schalten. Damit zum Fall 1. Das ist der Fall, in dem noch keine RCD eingesetzt wird und der Fehlerschutz allein durch eine Sicherung gewährleistet sein muss. Dabei wird ein vollkommener Körperschluss durch diesen Pfeil angedeutet unterstellt. Das heißt, der Außenleiter L3 hat in diesem Fall eine widerstandslose Verbindung zum Körper, der wiederum an den Schutzleiter angeschlossen ist. Schauen wir uns den Stromfluss für diesen Fall an. Der Strom fließt nun von der spannungserzeugenden Spule über die Sicherung, über den Außenleiter und die Fehlerstelle, über den Körper und über den Schutzleiter zum PEN-Leiter. Ich setze hier ein TNCS-System voraus, zurück zur spannungserzeugenden Spule. Außerdem fließt der Strom noch über die Erder, die in diesem Fall beide Betriebserder heißen, da es sich um ein TNCS-System handelt. Und somit wird ein sehr großer Stromfluss über diese Sicherung stattfinden, wodurch diese innerhalb der vorgeschriebenen Abschaltzeit auslöst. In diesem Fall besteht die Aufgabe des Schutzleiters somit darin, einen möglichst großen Fehlerstrom zuzulassen, sodass die vorgeschaltete Sicherung innerhalb der geforderten Abschaltzeit abschalten kann. Das ist nicht immer ganz leicht zu erfüllen, aber in diesem Fall setzen wir voraus, dass es erfüllt ist. In dem Bild haben wir somit die Situation, dass die Sicherung innerhalb der geforderten Abschaltzeit abschaltet und die Gefahr nicht dauerhaft bestehen bleibt. Ich möchte hier noch auf mein Video hinweisen, in dem ich genau erläutert habe, wie man sicherstellt, dass die Abschaltung innerhalb der geforderten Abschaltzeit wirklich gelingt. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Fall, nämlich zu einer fehlerfreien Anlage, in der eine RCD eingesetzt ist. Anhand dieses Falls werde ich die Wirkungsweise einer RCD grob erläutern. Ich möchte aber auch hier darauf hinweisen, dass ich bereits ein ausführliches Video zu diesem Thema erstellt habe, auf das ich hier hinweise. Wir sehen hier das Bild einer RCD, die hier in die Anlage eingebracht ist. Auf der Eingangsseite der RCD sind die drei Außenleiter L1, L2, L3 angeschlossen, sowie der Neutralleiter N. Auf der Ausgangsseite der RCD sind diese ebenfalls angeschlossen. Deren Ströme fließen also nun einfach durch diese RCD hindurch, so darf man sich das zunächst vorstellen. Der Schutzleiter ist nicht an die RCD angeschlossen. Warum, das werden wir gleich sehen. Die RCD misst quasi alle Ströme, die über die RCD in die Anlage hineinfließen und zieht von diesem Strom den Wert des Stromes über den Neutralleiter ab. Das ist zwar etwas vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip richtig. Sofern nun die Summe der über die RCD in die Anlage fließenden Ströme gleich ist mit der Summe der Ströme, die über die RCD aus der Anlage wieder herausfließen, stellt die RCD keine Differenz fest und löst auch nicht aus. Erst dann, wenn eine Differenz zwischen den einfließenden und ausfließenden Strömen über die RCD festgestellt wird, wird es zu einer Auslösung kommen. In diesem Bild würde nun folgender Stromfluss stattfinden, nämlich unter der Voraussetzung, dass dieser Widerstand, dieser Verbraucherwiderstand wirklich eingeschaltet ist, würde der Strom von der spannungserzeugenden Spule über die RCD, über die Sicherung, über den Verbrauchswiderstand, über den Neutralleiter, zurück über die RCD zur spannungserzeugenden Spule fließen. Und es gäbe keine Differenz zwischen den Strömen, die auf diesem Wege in die Anlage fließen und über die RCD wieder herausfließen. Und somit würde die RCD nicht auslösen. Es ist also so, dass eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von zum Beispiel 30 mA I Delta N, Bemessungsdifferenzstrom, von den Strömen, die über die RCD in die Anlage fließen, den Strom wieder abzieht, der über die RCD wieder herausfließt,
und dabei ergibt sich dieser Differenzstrom I-Delta. Der wird häufig auch Fehlerstrom genannt. Es werden also die zufließenden Ströme addiert und davon wird der abfließende Strom wieder subtrahiert und ist die Anlage in Ordnung, so kommt hier der Wert 0 raus. Wird nun diese Differenz größer als 30 mA für den Fall, dass es sich um eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA handelt, so wird die RCD sicher auslösen. Sind es nur 10 mA Differenz, so wird diese RCD mit Sicherheit nicht auslösen, denn eine RCD benötigt mindestens den halben Bemessungsdifferenzstrom, in unserem Fall also 15 mA, bevor sie auslösen darf. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass für den Fehlerfall die RCD den Fehlerstrom nicht begrenzt, denn sie braucht ja etwa 0,1 Sekunde, bis sie wirklich ausgelöst hat, und in dieser Zeit begrenzt sie den Fehlerstrom nicht. In dem gerade betrachteten Bild war es ja nun so, dass keine Differenz auftritt und somit löst die RCD auch nicht aus. Das soll sie ja auch nicht, denn wir haben ja hier nun keinen Fehlerfall unterstellt, denn der Stromfluss über diesen Widerstand ist ja gewollt, denn es handelt sich hier um den Widerstand eines Verbrauchers. Nun zum sehr wichtigen Fall 3, bei dem wiederum eine RCD eingesetzt ist und in der Anlage ein Fehler auftritt, jedoch ein Kurzschluss bzw. eine Überlastung, jedoch nicht ein Körperschluss. Diesen Fall müssen Sie unbedingt von dem Körperschluss unterscheiden können, sonst sind Sie bei der Fehlersuche aufgeschmissen. Es ist in diesem Fall so, dass in dem Körper ein Fehler auftritt, der wiederum durch diesen Pfeil angedeutet ist. Und ich nehme nun an, dass durch diesen Fehler hier ein Strom von 50 Ampere zum Fließen kommt. Da dieser Strom aber wiederum von der spannungserzeugenden Spule über die Sicherung, über die Fehlerstelle und über den Neutralleiter fließt, tritt in der RCD keine Differenz auf und sie wird nicht auslösen. Und das ist sehr wichtig, dass Sie das verstanden haben, dass bei einem Kurzschluss oder bei einer Überlastung, die ich hier mit 50 Ampere angenommen habe, die RCD die Anlage nicht schützt. Deshalb wird auch beim Einsatz einer RCD der Einsatz von Sicherungen nahezu zwingend notwendig sein. In diesem Fall schaltet die RCD die Anlage also nicht ab. Es fließt zwar ein Fehlerstrom von 50 Ampere, da dieser jedoch den regulären Stromweg einhält, kommt es zu keiner Differenz zwischen den ein- und ausfließenden Strömen, sodass die Anlage die RCD nicht abschalten kann und damit bleibt das weiterhin Aufgabe der Sicherung, den Schutz gegen Überlastung und Kurzschluss zu gewährleisten. Damit kommen wir auch schon zum vierten Fall. Hier setze ich wieder voraus, dass eine RCD eingesetzt wird, dass kein Mensch den Körper berührt und dass ein vollkommener Körperschluss auftritt. Hier im Bild kann man das sehen, das ist die Fehlerstelle, die widerstandsfrei eine Verbindung des Außenleiters zum Körper herstellt, der an den Schutzleiter angeschlossen ist. Es wird nun wieder zu einem Strom kommen von der spannungserzeugenden Spule über die RCD, über die Sicherung, über die widerstandsfreie Fehlerstelle, über den Körper, über den Schutzleiter und nun fließt der Strom nicht mehr den regulären Weg über die RCD zurück, sondern an der RCD vorbei über den Schutzleiter zurück zur spannungserzeugenden Spule. Natürlich wird wieder ein kleiner Stromanteil über diesen Weg fließen. Das ist aber hier nicht mehr wichtig, denn wichtig ist hier zu erkennen, dass nun in der RCD eine Differenz auftritt, die eben dazu führt, dass die RCD nun die Anlage vollständig abschaltet. Der Mensch ist in dieser Situation natürlich nicht gefährdet, denn er berührt ja nicht mal den Körper. Die Aufgabe des Schutzleiters besteht in dieser Situation also wieder darin, einen Fehlerstrom zuzulassen, der dazu führt, dass die Anlage abschalten kann. In diesem Fall ist es aber die RCD, die abschalten wird und nicht mehr die vorgeschaltete Sicherung. Man darf in diesem Fall sogar davon ausgehen, dass die RCD die geforderte Abschaltzeit locker einhält, sodass die Messung der sogenannten Schleifenimpedanz nicht mehr erforderlich ist. Eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA schaltet nun also sicher ab, da der Differenzstrom wesentlich größer sein wird als 30 mA. Das Abschalten geht sehr schnell, sodass das Einhalten der Abschaltzeit als gesichert gelten kann.
Denkbar ist es zwar, dass die RCD nicht abschaltet, weil die Sicherung wesentlich schneller abschaltet, aber das ist recht unwahrscheinlich. Denkbar ist dieser Fall aber tatsächlich, sodass man also hier in diesem Fall nicht sicher davon ausgehen kann, dass die RCD abschaltet. Dann würde aber die Sicherung die Abschaltung bewirken. Wichtig ist hier wieder der Hinweis, dass die RCD den Fehlerstrom innerhalb der 0,1 Sekunde, die sie zum Abschalten benötigt, nicht begrenzt. Und genau das kann eben auch dazu führen, dass auch die Sicherung auslöst oder sogar beide, die Sicherung und die RCD. In jedem Fall ist es so, dass die Gefahr nicht dauerhaft bestehen bleibt. Das ist der Hauptzweck des Einsatzes der RCD in diesem Fehlerfall. Die Vorteile, die die RCD hier im Gegensatz zum Einsatz ausschließlich einer Sicherung hat, sind allerdings nicht allzu groß. Denn wenn ich diese Anlage ohne RCD betreiben würde, so müsste ich sicherstellen, dass die Sicherung diese Aufgabe so wahrnimmt, dass die Abschaltzeit eingehalten wird. Hier ist also ein unmittelbarer Vorteil der RCD nicht zu erkennen, davon abgesehen, dass sie etwas schneller schaltet als die Sicherung. Die Hauptvorteile der RCD liegen tatsächlich nicht in diesem Standardfehlerfall. Damit kommen wir auch schon zum Fall 5 und dem letzten Fall in diesem Video. Ich gehe wieder vom Einsatz einer RCD aus, von einem vollkommenen Körperschluss, in diesem Fall allerdings auch davon, dass ein Mensch den Körper berührt. Ich nehme in diesem Fall sogar an, dass der Mensch im Wasser steht und es somit keinen nennenswerten Übergangswiderstand zwischen dem Menschen und dem Erdreich gibt. Der Strom fließt abermals von der spannungserzeugenden Spule über die RCD, über die Sicherung, über die als widerstandsfrei angenommene Fehlerstelle, über den Körper, über den Schutzleiter, an der RCD vorbei, zur spannungserzeugenden Spule. Wieder gibt es auch auf diesem Wege einen kleinen Strom, sodass die RCD sicher auslösen wird. Dieser Fall ist allerdings wesentlich komplexer als zunächst vermutet, denn je nachdem, wie groß der Übergangswiderstand des Menschen zur Erde ist, muss ich nun davon ausgehen, dass auch ein erheblicher Teil des Fehlerstromes über den Menschen zum Erdreich und zur spannungserzeugenden Spule fließt. Es ist also keineswegs gesichert, dass der Mensch in dieser Situation nicht gefährdet wird. Das gilt insbesondere dann, wie bereits gesagt, wenn diese Übergangswiderstände zur Erde gering sind. Diese Situation, bei der der Mensch im Wasser steht, ist unbedingt zu vermeiden. Sehr viele tödliche Unfälle finden im Badezimmer statt, wenn die Menschen auf einem nassen Fußboden stehen und auch keine Schuhe tragen. Die Berührung mit Wasser ist extrem gefährlich. Ob denn diese Situation nun wirklich gefährlich wird, hängt aber weiter davon ab, wie groß der Widerstand dieser Leitung, also quasi des Rückweges für den Fehlerstrom, im Vergleich zum Widerstand der hinführenden Leitung ist. Davon hängt in diesem Fall sehr viel ab. Es kann also im Extremfall durchaus sein, dass der Mensch diese Situation übersteht. Es kann aber auch sein, dass er nahezu keine Chance hat, diese Situation zu überstehen. Wie bereits gesagt, es ist unbedingt zu vermeiden, dass der Mensch den Körper berührt, wenn dieser Fehlerfall auftritt, ohne dass der Mensch einen nennenswerten Widerstand zur Erde hat. Zusammenfassend ist es also hier so, dass die RCD die Anlage wieder sicher abschaltet, da der Differenzstrom mit Sicherheit größer ist als 30 mA. Auch das Einhalten der Abschaltzeit kann als gesichert gelten. Sie schaltet wieder in dem Extremfall nicht ab, dass die Sicherung schneller ist, das ist allerdings nicht zu erwarten. Sie begrenzt den Fehlerstrom innerhalb der Abschaltzeiten nicht und damit auch nicht den Strom, der über den Menschen fließen kann. Die Gefahr bleibt zwar nicht dauerhaft bestehen, jedoch muss ich im gezeigten Fall davon ausgehen, dass der Mensch akut gefährdet ist. Da ungefähr 115 Volt gegenüber Erde anzunehmen sind, wird ein Strom von etwa 115 mA für einen sehr kurzen Zeitraum über den Menschen zum Fließen kommen können und damit ist er eben akut gefährdet. Das kommt aber letztlich hier auf die genauen Gegebenheiten an, wie ich schon erläutert habe, denn dabei spielen alle Widerstandsverhältnisse eine große Rolle. Somit ist schwer vorherzusagen, wie das Ganze ausgeht. Meistens geht es gut, da in den meisten Fällen der Mensch eben nicht im Wasser steht
sondern einen gewissen Übergangswiderstand zur Erde hat. Also in dem Fall, dass der Mensch hier mit isolierendem Schuhwerk auf der Erde steht, ist die Gefahr deutlich geringer. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die Wirkungsweise der RCD, früher FI-Schutzschalter genannt, für den einfachen Fall eines vollkommenen Körperschlusses gut erläutern. Ich hoffe, Sie haben die Wirkungsweise der RCD gut verstanden und können die Auslösung der RCD unterscheiden von der Auslösung der Sicherung. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.